Der heutige Redner ist Dr. Dieter Dum. Er ist Soziologe, Psychoanalytiker, war einer der führenden Köpfe in der deutschen Studentenbewegung und Bestsellerautor. Er ist der Gründer des Projekts der Heilungsbiotope und leitet zusammen mit Sabine Lichtenfels das Friedensforschungszentrum Tamera. Wir möchten uns sehr bedanken, dass er sich bereit erklärt hat, trotz seinem angegriffenen Gesundheitszustand und einer schmerzhaften Neuralgie heute zu uns zu sprechen. Der Titel seiner Rede ist Anteilnahme. Beiträge zur Theorie der globalen Revolution. Herzlich willkommen, Dieter Dum. Wir sehen, was der Mensch mit der Erde gemacht hat. Wir sehen das Schicksal von Tieren in den Tierlaboratorien, in den Pelztierfarmen und Schlachthöfen. Wir sehen das Schicksal der Kinder in den afghanischen und afrikanischen Dörfern, die kein Wasser mehr haben, weil ihnen von internationalen Konzernen das Wasser entzogen wurde. Real. Hunderte von Millionen Menschen leiden an Hunger. Millionen von Menschen sterben permanent. Kinder sterben vor den Augen der Mütter, weil es nichts mehr zu essen gibt. Weil da, wo vorher Urwald war und fruchtbares Land, nichts mehr ist. Und dann muss man sich vorstellen, was in den Familien passiert. Sie haben nichts mehr zu essen. Dann kommen die Vertreter der Konzerne, die Angestellten, und sagen den Söhnen, kommt zu uns, arbeitet bei uns mit, dann kriegt ihr Essen. Dann kriegt ihr Geld, dann könnt ihr alles kaufen. Da sie nichts mehr haben und am Verhungern sind, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als zu sagen, ja, ich komme. Und dann müssen sie den Urwald weiter abhacken, der aber ist die Grundlage ihrer Dörfer. Was geschieht in diesen Familien? Wie viel Hass wird gesät durch eine falsche Organisation der menschlichen Gesellschaft auf diesem Planeten. Und es gibt keinen Ausweg für diesen Hass, auf keine Seite. Und keine Seite ist schuldig. Und der Hass eskaliert immer weiter, bis es zu dieser epidemischen Gewalt kommt, an der heute diese Welt beinahe zugrunde geht. Beinahe. Ich habe vor beinahe 20 Jahren diese politische Theorie entwickelt, weil ich aufgrund meiner früheren politischen Aktivitäten wusste, Einzelaktionen helfen nicht mehr. Wir brauchen ein globales Konzept, was überall gilt. Ein globales Konzept für die Beendigung des Krieges. Wir haben die Möglichkeit, dieses Leiden zu beenden. Aber lasst uns vorher noch mal hineinschauen in die Seelen der Menschen, die dort leiden und sterben. Tat Tvam Asi, das bist du. Ich habe früher aufgrund meiner Biografie das Elend erlebt. Ich habe viele sterbende Menschen erlebt. Das bist du. Ich wusste von vornherein, ich bin ein Teil davon. Tat Tvam Asi.
Und immer wenn ich gehört habe, was irgendwo auf der Welt geschieht, hatte ich das Gefühl, Tat Tvam Asi. Die Kinder, die da verbrennen, könnten deine sein. Es gibt ein holographisches Prinzip. Diejenigen, die tiefer eingedrungen sind in die politische Theorie, verstehen den Satz Tat Tvam Asi. Er enthält eine holographische Wahrheit, eine Wahrheit im Bauplan des Universums. Und weil das so ist, gibt es ein ganz natürliches Prinzip der Anteilnahme. Es gibt nicht nur die Frage, wie geht's mir? Was brauche ich für meine Heilung? Es gibt auch die Frage, wie kann ich helfen? Es gibt eine unmittelbare Anteilnahme an dem, was heute unter der Herrschaft von Banken und Konzernen auf dieser Erde Menschen und Tieren angetan wird. Es gibt eine unmittelbare Anteilnahme und diese Anteilnahme führt zu einer ganz bestimmten Ethik. Wenn wir diese Ethik nicht mehr kennen, dann können wir zu den Therapeuten rennen und zu den Ärzten. Wir werden dauernd krank. Und es wird uns doch nicht helfen, so lange, bis wir wieder diese Anteilnahme verstehen, im Kopf und im Herzen. Und dann gibt es für diese Anteilnahme ein objektives Muss. Du musst es tun. Wir müssen helfen, solange wir hier in Freiheit leben und im Luxus. Wir müssen helfen, ehe es zu spät ist. Das Inferno der globalisierten Welt kommt näher. Die Revolution steht vor den Haustüren. Sie wird uns angetragen von der Gegenseite. Sie okkupieren Gärten und Höfe, einen nach dem anderen. Unsere Nachbarn dürfen nicht mehr ihr Gemüse im Restaurant benutzen. Das sind Tatsachen. Eine vollkommene Enteignung des Menschen ist längst im Gang. Es geht um dieses objektive Muss. Es geht darum, dass wir austreten aus der Frage, was brauche ich für meine sexuelle Erfüllung, für und so weiter und so weiter. Lasst uns diese Frage später wieder stellen. Aber erstmal eintreten in die politische Dimension des Projektes Tamera, in die Perspektive von Terra Nova, die neue Erde, Terra Nova und die Möglichkeiten ihrer Verwirklichung. Durch die Anteilnahme am Leben, die Anteilnahme an den Mitgeschöpfen, entsteht im eigenen System eine Revolution. Wenn wir uns anders positionieren, nicht mehr in den Bereich subjektiver Bedürftigkeit, nicht mehr in den Bereich des privaten Egoismus, sondern in den anderen Bereich der Anteilnahme, dann erfahren wir eine universelle Daseinsfrequenz, die verbunden ist mit einer psychomotorischen Veränderung unseres Organismus. Das ist so. Viele Krankheiten, die wir haben,
sind die Folge unserer individualistischen Abgetrenntheit von dem, was in der Welt geschieht. Das sind Trennungssymptome. Wir leben heute in einer neuartigen Revolution, die darin besteht, dass solche Trennungen überwunden werden und dass die Menschen untereinander und die Menschen mit allen Tieren und Mitgeschöpfen wieder zurückkehren oder hinaufkehren zu der Einheit, zu der sie von Anfang an bestimmt waren. Und das ist verbunden mit einer Veränderung im Inneren. Es gibt eine universelle Frequenz, Tattvam Asi. Es ist klar, dass dann die Tränen kommen. Das sieht vielleicht nach Schwäche aus. Es ist aber keine Schwäche. Es ist die Geburtsstunde revolutionäre Gedanken für die Befreiung des Lebens aus den Klauen einer vollkommen verrückt gewordenen imperialistischen Welt. Die Revolution unserer Zeit ist ein globaler Prozess. Wenn ich mich anders positioniere, nicht mehr privat, sondern wenn ich mich hinein positioniere in diesen globalen Prozess, dann merke ich, die Themen, die ich habe, zum Beispiel mit der freien Sexualität, sind menschheitliche Themen, keine privaten. Das ganze Thema der freien Liebe und alle anderen, die dann folgen, sind menschheitliche Themen. Wenn ich weiß, dass sie menschheitliche Themen sind, bin ich nicht mehr so sehr besorgt um mich, sondern ich nehme teil an einer menschheitlichen Arbeit. Und die machen wir hier in Tamera, indem wir im Äußeren und im Inneren die Schranken abbauen, die uns bisher getrennt haben voneinander und von den Mitgeschöpfen. Die Anteilnahme hat Konsequenzen. Man tritt aus der bisherigen Biografie, man tritt radikaler aus, als man sich gedacht hat. Man tritt ein in den Dienst an der Welt. Ich schaue um mich und gucke, wer ist im Dienst an der Welt. Das sind meine Genossen und Freunde. Diesen Wechsel vollzieht man durch Anteilnahme, nicht durch Ideologie. Damit wir diesen unendlichen Schmerz auf der Erde beenden. Wer drin war und wieder rauskam, hat Glück gehabt, hat eine Ahnung, wovon ich rede. Wer noch nicht drin war, den beglückwünsche ich, aber bitte denkt trotzdem mit. Die Welt braucht eine Information für den Ausweg. Eine globale Information für die Überwindung der bestehenden Herrschaftssysteme und Glaubenssysteme. Und eine zentrale Botschaft, die auf Vertrauen basiert, auf Solidarität und Kooperation. Mit allen Menschen, allen Tieren, allen Mitgeschöpfen. Danke und Amen.